Da erzähle ich euch vor kurzem von einem Abschiedspatch, mit dem Anno 1800 final abgeschlossen sein soll und Pustekuchen. Keine 2 Monate später schiebt Ubisoft, wenn wahrscheinlich auch nicht ganz freiwillig, den nächsten hinterher. Dabei werden dieses Mal auch die Konsolen mit umfangreichen Änderungen bedacht. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns genau drauf schauen. Das neue Game Update unterscheidet sich in den Versionen. Dabei steht 17.1 für die PC-Version und Game Update 2 für die Konsolenversionen von PS5 und Xbox Series X und S. Game Update 2 für Konsolen fügt den Support für das Drachengarten-Paket sowie das in Kürze mit dem Patch erscheinende Fiesta-Paket ins Spiel ein. Beide Kosmetik-DLC habe ich euch bereits ausführlich in 2 Folgen Anno News vorgestellt, daher jetzt oben nochmal für euch eingeblendet. Das Game Update behebt neben diversen Abstürzen vor allem in einem gewissen Rahmen das Nachladen von Texturen, welches mir bereits in meiner Preview zum Spiel negativ aufgefallen war und wohl doch nicht nur an den technischen Limitationen der Konsolen liegt. Völlig weg ist dieser kurze Grafikdetailschluckauf, der vor allem bei schnellem Rein- und Rauszoomen zu sehen ist, damit aber nicht, was laut Ubisoft auf zu geringen Arbeitsspeicher zurückzuführen ist. Darüber hinaus wurden Probleme mit der Kamerabeschleunigung angegangen und ein Problem mit der Unschärfe des Weltkartenübergangs behoben. Zudem wurde ein Freeze im Multiplayer gelöst, der durch zu viele gleichzeitig bewegten Objekte aufgetreten war, und eine vergessene NPC-Benachrichtigung nach der Zerstörung einer Pirateninsel wird nun angezeigt. Speziell auf der PlayStation wurde die Unterstützung für den adaptiven Trigger hinzugefügt und eure Xbox-Version sollte nun nicht mehr abstürzen, wenn ihr das Spiel beendet. Den kompletten Changelog blende ich euch oben ein und verlinke ihn wie gewohnt auch in der Videobeschreibung. Auf Seiten der PC-Version wurde ein Problem behoben, bei dem das Verschiebewerkzeug bei Ölquellen und Lebengruben nicht mehr funktionierte. Außerdem wurde angegangen, dass Items für Militärschiffe keinen Schaden verursachten, wenn sie von einem Flak-Monitorschiff aus eingesetzt wurden. Feintuning gab es auch beim Speicherverbrauch, speziell in Verbindung mit Mods, der die Performance teils dramatisch einbrechen ließ. Das Spiel sollte nun auch nicht mehr nach dem Benchmark crashen und die Tutorial-Quest-Reihe startet nicht mehr im Kreativmodus mit. Apropos Kreativmodus, hier wurde nun auch die Freischaltebedingungen für Bier, Kaffee und Kakao im Almanach der Hacienda deaktiviert, um euch direkt Zugriff zu geben, so wie es eigentlich auch gedacht war. Neben einigen kleineren UI-Anpassungen legte man auch nochmal Hand an den Multiplayer-Modus an. So sollte der LR40 Desync-Fehler der Vergangenheit angehören. Außerdem wurde behoben, dass Spieler in der Lobby nicht bereitklicken konnten, nachdem sie zuvor ein Szenario gestartet hatten. Ebenfalls behoben wurde, dass Spieler einer Lobby erst gar nicht beitreten konnten, wenn Mods aktiviert waren, und der Host kann nun korrekt über die Verwendung von Mods in seinem Spiel entscheiden. Obendrauf wurden noch ein paar kleine Grafikfehler behoben und ein Soundeffekt beim Wechseln von der neuen Welt in die alte Welt bei Nacht angepasst. Auch hierfür natürlich das komplette Changelog oben eingeblendet und wie gehabt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Game Update 17.1 bzw. Game Update 2 für Konsolen erscheint zusammen mit dem Fiesta DLC am 23. Mai 2023. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Anno und halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald sich von Seiten Ubisoft wieder was tut.